Mitte April und jetzt gibt es eine Gartentour. Einerseits, was ziehe ich hier im Haus vor, was in meinem Gewächshaus, wie sieht der Blumengarten aus, wie sieht der Gemüsegarten aus, was hat bis jetzt funktioniert, was nicht so, was sind die Herausforderungen bis jetzt und generell, wie geht es mit meinem Projekt Selbstversorgergarten vorwärts. Let's go! Hier haben wir mein Anzuchtregal. Hier ziehe ich Sachen vor, die drinnen einfach besser kommen. Das ist einerseits Lavendel haben wir hier, Spitzpaprika. Und das Ganze ziehe ich hier innen an, weil es halt eine viel geschütztere Umgebung ist und durch das viel einfacher zum Steuern. Ich habe hier noch ein paar Tomaten, 3 Stück. Viele sind aber schon im Gewächshaus. Das zeige ich Ihnen nachher. Ich habe Gurken, die ich hier anziehe. Noch mehr Paprika, ein bisschen später gesetzt, sind noch ein bisschen kleiner. Wir haben hier auch Melonen. Und hier oben auch Gurken, die schon ziemlich gross sind. Eigentlich alles, was hier drin ist, kommt erst nach den Eisheiligen raus. Auch Auberginen bin ich hier innen am Vorziehen. Und was das ist, könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Dann sind wir hier beim Blumenbeet, 18. April, und wir haben schon einige Blumen. Also natürlich viele verschiedene Ringelblumen. Wir haben Borretsch hier, der ist super cool. Den habe ich im November schon gepflanzt und hat überall Blüten gemacht. Und das ist natürlich sehr gut, damit wir jetzt schon Bienen, Wespen, Hummeln und so anziehen, dass sie sich hier in der Nähe einnisten. Hier sehen wir schon den ersten Mohn, der kommt. Und sonst noch allerlei Blumen. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Blumensamen wir hier reingerührt haben. Aber das wird so ein richtig farbiges Beet. Auch dort hinten haben wir noch weitere. Sogar eine Lilie, die schon wächst dort. Und hier kleine Palmen. Die haben wir letztes Jahr gesetzt. Die hat den Winter überstanden. Ja, das wird hier so ein bisschen das Blumenbeet. Das werden wir sicher nächstes Jahr noch vergrössern. Wir wollen eigentlich möglichst wenig Rasen haben und möglichst viel Nutzpflanzen. Hier haben wir eigentlich auch schon ein bisschen den ersten Fail vom Jahr. Also Fail können nicht viel dafür. Das ist die Hortensia, die wir geschnitten haben und haben nochmal einmal Frost gehabt. Und alle neuen Blätter sind abgestorben. Aber wir hoffen, die erholt sich nochmal. Dann haben wir hier das Salatbeet. Das ist eigentlich schon das erste Mal abgeerntet. Und bin hier wieder neue Schnitzelötter und Pak Choi am Nachpflanzen. Hier kommt ein bisschen Knoblauch. Auch hier haben wir wieder Borretsch, eigentlich im ganzen Garten noch ein bisschen verteilt. Weiter hinten schauen wir nachher. Genau, hier habe ich auch eine automatische Bewässerungsanlage. Also automatisch ist sie nicht, ich muss den Hahn schon aufmachen. Das ist sehr praktisch. Dann haben wir hier nebendran ein bisschen Petersilie und 2 verschiedene Arten Rucola. Das eine ist Esme und das andere ist der Rucola, den man halt kennt. Ich weiß auch nicht, wie er heisst. Halt normaler Rucola. Was wir hier haben, sind Kräuter. Ist am nächsten zum Haus, zu der Küche. Weil wir das ja am meisten in der Küche brauchen. Mit Petersilie, Rucola, Rosmarin, Salbei habe ich noch angepflanzt. Und hier hinten kommt Koriander, Blattsenf. Genau. Und Kapern habe ich auch noch angesagt. Mal schauen, ob das kommt. Bin ich sehr gespannt. Das ist eher ein sandiger Boden. Da habe ich ein bisschen gemischt mit Sand, weil Kräuter halt gerne so einen sandigen Boden haben. Vor allem die mediterranen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wieso ist das Beet so leer da? Wie im letzten Video schon gesagt, ich habe Mäuse. Ich glaube immer noch. Es sind gerade noch nicht alle weg. Das haben die alles abgefressen hier. Da wäre eigentlich der ganze Kohl und so, Rettich, Mangold, allerlei Zeug. Und da ist noch eins überlebt hat. Das ist ein Eisli. Und da sieht man auch, es ist völlig angeknabbert. Mal zeigen da. Fokus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Richtig angeknabbert. Wir können es noch essen.
Dann habe ich hier gepflanzt Spinat. Habe ich hier jetzt neue Spinat angepflanzt. Rüebli, Golmar und weiter hinten noch Zwiebeln. Dann hier habe ich eine Art Kompostbeet. Also es ist alles gefüllt mit Kompost. Dort habe ich jetzt Herdöpfel drin und da kommen dann auch die Kürbisse rein. Da ist extrem viel Nährstoff drin. Das ist der Kompost von letztes Jahr, vor allem Zeug, die ich gesammelt habe. Genau, darum sieht das auch ein bisschen wild aus. Ich habe jetzt nochmal Rasenschnitt drauf gerührt zum Mulchen. Und das tun jetzt einfach vorbereiten für die Starkzeher. Dann habe ich ein paar Stauden angepflanzt, Jungfen im Grünen, da kommen schon die ersten Blumen. Minzen haben wir hier, Erdbeere, neben der Erdbeere habe ich Kohlräbli hier. Und das ist Jacko, mein Hund, muss auch immer dabei sein. Noch mehr Knoblauch. Genau, das ist so das erste Beet, wo alles quer durchwächst. Generell ist mein Garten so ein Chaosgarten. Chaos Gardening nennt man das, glaube ich. Ja, wo ich einfach möglichst viele Sachen, die gehen, zusammenpflanzen. Ja, brauchst du Liebe? Musst du immer kommen, wenn ich filme? Du hast die ganze Zeit geschlafen. Du stinkst. Ja, du stinkst. Wenn wir wieder filmen, darfst du zeigen. Darfst du jetzt zeigen, wie es hier im Garten geht? Dann haben wir hier das zweite Beet, wo wir uns eigentlich alles rausgegessen haben, ausser den Brokkoli vom letzten Jahr. Scheinbar hat mir das nicht mehr geschmeckt. Viel Ernte verloren. Jetzt habe ich wieder neues Zeug gepflanzt. Ein bisschen Pflücksalat, Erdbeerspinat, rote Zwiebeln habe ich da dazwischen und da. Genau. Und da gibt es eine Reihe Rettich, die ich jetzt ganz frisch noch angesagt habe. Ist aber noch nicht rausgekommen. Und auch hier wieder verteilt. Immer ein bisschen Radiesli. Das habe ich eigentlich im ganzen Garten verteilt. Immer ein paar Radiesli. Ziemlich fein. Dann einfach mal zum zeigen, das Beet von vorher hat vor einem Monat noch genau so ausgesehen. Also die haben wirklich ein Festmahl gehabt. Hier habe ich Spinat, blauer Kohlrabi, auch zwischen immer wieder ein bisschen Radiesli. Dort wächst noch schöne Ringelblumen und Rettich habe ich auch noch hier drin. Und das hier ist noch ein Kohl von letztes Jahr, der jetzt blüht. Aber das lohne ich, um auch den Insekten auch ein bisschen Essen zu geben. Essen und trinken. Genau. Aber das sieht noch gut aus und da sind die Mäuse zum Glück noch nicht dran gewesen. Drückt mir die Daumen. Hier haben wir so eines von diesen Chaosbeeten. Bei diesem Beet habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Das ist alles Zeug, das von letztes Jahr einfach wieder gekommen ist. Hier wächst nochmal Knoblauch, das ich vergessen habe im Beet. Der Rhabarber kommt schön. Dort haben wir einen Lavendel, der den Winter auch gut überlebt hat. Erdbeere, auch von letztes Jahr. Das Einzige, was ich gesetzt habe, sind eigentlich hier alle Radiesli. Und die kann man jetzt bald ernten. Die sehen schon sehr, sehr schön aus. Also rote Radiesli haben so weisse. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind so Eiszapfen-Radiesli. Wirklich, weil sie so ein bisschen einen Zapfen bilden. Ich kann es mal zeigen. Ein Schaf hier. Genau. Cool, hä? Und dann haben wir hier noch den Rest vom Garten. Da sind die Beete noch ziemlich leer vorbereitet, damit das Zeug, das ich im Gewächshaus vorziehe, nachher direkt hier rein pflanzen kann. Was ich hier schon habe, sind Rüebli, weil die kann man direkt rauspflanzen, geht sogar besser. Noch ein mehr Pflücksalat, den ich dann noch verteilen kann. Das ganze Zwiebelbeet habe ich gemacht. Und das Rot-Violette, das ihr seht, das ist Gartenmelde. Das hat sich alles selber ausgesät von letztes Jahr. Das habe ich nie gepflanzt. Hier habe ich noch ein bisschen Salbei, Minze, noch mehr Thymian. Genau, und ganz hinten dort habe ich noch Blattsenf.
Und immer zwischendrin habe ich verschiedene Stauden angepflanzt. Bin dann gespannt, wie farbig das wird das Jahr. Genau, bis da hinten eigentlich noch nichts. Dort ganz links ist noch ein Kohlrabi, der uns diese Nacht die Wurzeln abgefressen hat. Der wird jetzt sterben. Hier habe ich noch einen Zaun gebaut mit Holz, das im Wald rumgelegen ist. Damit wir Jacko, mein Hund, die Erdbeere nicht wegessen. Man muss wirklich immer alles sichern vor dem Hund und den Mäusen. Kannst du dir vorstellen, dass das vor einem Jahr einfach noch alles Wiese war? Schon krass, was man so innerhalb von einem Jahr alles kann verändern und aufbauen. Ich bin schon gespannt, wie das hier in 2 Monaten aussieht. Dann ist hoffentlich hier alles grün. Und ganz viele Blumen. Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zum spannendsten Teil der ganzen Tour, mein Gewächshaus, das ich im Februar, März bauen habe. Und was hier innen schon alles wächst, ist so krass. Ein richtiger Traum. Und vielleicht hört ihr ein bisschen das Geräusch nebenan. Das ist, weil ich Solarpanels montiert und eine automatische Lüftung. Und die läuft jetzt natürlich, weil wir draussen 30 Grad haben und somit hier innen 35 Grad. Das ist schon wieder ein Limit. Also ich muss noch mehr Ventilatoren einbauen. Ich tue euch jetzt hier off-camera durchführen, sonst wird das zu lang gehen. Hier hinten haben wir ganz viel Mais. Das pflanze ich einerseits für uns an natürlich, aber auch für unsere Hühner. Hier noch ein ganz spezieller Mais, das ist Zebra-Mais. Er ist noch klein, er ist gerade angepflanzt. Hier sollte dann eine durchwachsene Silvi kommen. Wir haben hier Lauch und Mönchsbart, Oregano, echter Kümmel. Hier kommt Bauerntabak, ist noch ganz klein, aber man sieht es, glaube ich, in der Mitte. Dann haben wir hier Silberblatt, Löwenmäulchen. Das sind Dahlien, die ich anziehe, Bartnelke und Tomatillo. Hier Prunkwinden für die Türbögen, die wir haben im Garten haben. Hier hatte ich Schmuckkörpchen. Die habe ich jetzt schon rausgepflanzt. Da sollten rote Zwiebeln kommen. 2 sind schon draussen. Neue Mangold, weil wir die Gemüse alles gegessen haben. Und hier haben wir Kümmel. Dann haben wir hier neue Artischocken. Hat nur eine überlebt. Der Rest hat Gemüse gegessen. Zugetti kommen. Die muss ich jetzt dann umtopfen. Und hier kommen die ersten Kürbis, Nugget-Kürbis. Genau. Hier hinten haben wir noch kleine Tomaten und ein Lavendel. Dann habe ich bereits schon Tomaten draussen im Gewächshaus. Alle werden sagen, es ist noch viel zu früh. Aber ich habe schon die ganz links dort, habe ich schon vor einem Monat rausgetan und die wächst super. Und ich habe eine Bodentemperatur von etwa 15 bis 20 Grad. Somit funktioniert das und da gibt es auch keinen Frost mehr. Die habe ich alle aufgebunden und die wachsen tipptopp an. Und zwischen habe ich ein bisschen Erdbeerspinat, um den Boden zu bedecken und noch Lauchzwiebeln. Genau. Dann zwischen den Tomaten gibt es auch immer ein bisschen Basilikum. Die vertragen sich auch super gegenseitig und helfen sich sogar. Hier hinten im Ecke habe ich noch einen Granatäpfelbaum. Bin ich auch gespannt, ob der kommt. Und beim Nachbar habe ich mir noch 3 Feigenzweige abgeschnitten, um die auch zu kultivieren. Dann haben wir hier den Fenchel. Dann ganz viel Kürbis. Das sind spanische Artischocken. Dann haben wir hier gewöhnliche Nachtviolen und Rapunzel-Glockenblumen. Basilikum, das ich hier noch vorziehe, nicht direkt im Boden. Und hier schon die zweite Charge an Kohlrabi, Palmkohl und Grünkohl. Muss ich dann noch anschreiben? Ich habe sogar hier angeschrieben. Wieder ein Stock runter. Haben wir hier noch Kichererbsen und rechts davon noch mal ein bisschen Mais. Die Frau sagt gerade, ich müsste zuerst aufräumen, aber ja, das ist dein Dreck.
Dispuff. Ich erkläre auch gerade wieso. Aber wir haben nicht so den, das habt ihr sicher auch schon gesehen, ist nicht so der Instagram Garden, sondern es soll sehr funktional sein, wild, real life, natürlich. So wie halt das Leben wirklich ist. Genau, jetzt fragt ihr euch sicher, wo ich all das Zeug hinpflanze. In diesem kleinen Garten hat ja nicht alles Platz, was sie im Gewächshaus haben. Darum fange ich da schon die weiteren Beete an. Da kommt dann der ganze Mais rein zum Beispiel, aber auch Zucchetti und so Zeug. Und Nicole hat da heute noch einen schönen Haken gemacht aus dem Lorbeer, den wir geschnitten haben. Wir haben auch einen Lorbeerbaum. Seht ihr vielleicht dort im Hintergrund abartig viel Lorbeer, die wir jetzt trocknen können zum Kochen. Weiß nicht, ob man es sieht. Rechts von mir hier noch die Hühner. Darum baue ich eben hier auch Mais anbauen, damit die auch etwas zu essen haben. Genau, das gibt ein weiteres Beet. Aber hier auch wieder eine Mischung aus Gemüse und Blumen. Ich tue das immer ein bisschen mischen. Keine Ahnung, ob man das sollte oder nicht. Ich probiere es einfach einmal. Und ja, ich weiss, es gibt in letzter Zeit nicht so viele Videos da. Es ist auch einfach, der Garten gibt so viel zu tun. Und ehrlich gesagt habe ich nicht immer Lust, die Kamera mitzunehmen, weil es hat so etwas Beruhigendes im Garten arbeiten. Und wenn die Kamera dabei ist, ist es einfach nicht das Gleiche. Plus habe ich ja nebenbei noch eine Firma, die auch ein bisschen Arbeit gibt. Und es ist aber mittlerweile so, eigentlich, dass ich am Morgen am Computer bin und meiner Online-Arbeit nachgegangen und ab dem Mittag bin ich im Garten und das wird so langsam zu meinem zweiten Fulltime-Job, der Garten. Und es sieht langsam so aus, dass es nicht einmal nur ein Selbstversorgergarten werden soll, sondern in Zukunft auch ein ganzer Market Garden. Für das brauchen wir aber noch ein anderes Stück Land, aber zu dem ein anderes Mal. Also wir sind am Plan schmieden, wie wir hier in Zukunft können von Gemüseanbau leben. Es gibt nicht nur Gemüse, es gibt auch sonst Sachen. Aber ja, da sind wir am Planen, sind wir einen Businessplan am Erstellen. Schauen wir mal. Yes, was gibt es sonst noch? Ah ja, ich habe 4 Birnenbäume, einen Äpfelbaum und einen Krisebaum. Der Krisebaum ist aber, glaube ich, tot. Und noch eine Art Pflaumenbaum. Ich tue es noch einblenden, weil er ist ein spezieller. Er macht so weiß-gelbliche Pflaumen. Was sind es, Zwetschgen? Nein, es sind schon Pflaumen. Irgendeine japanische Sorte. Genau. Und der Garten sieht auch recht wild aus. Es ist so, dass ich eigentlich noch nicht Rasen mähe. Wirklich noch dort, wo ich auch wild durchlaufe. Es gibt ja irgend so einen Trend, dass man bis Ende Mai nicht Rasen mähen. Und das probiere ich jetzt auch mal. Es ist ja schön zu sehen, was so wächst, weil man hat auch ganz, ganz viel Kräuter und Sachen einfach so im Garten. Und auch nützliche Sachen wie ein Spitzwegerich. Ja, es gibt Spitzwegerich. Zum Beispiel, wenn man einen Mockenstich hat, kann man den einfach zerdrücken und drauf. Besser als jede Salbe. Und noch ganz viel anderes Zeug, das im Garten einfach so wächst, wo man in Salat rein tun kann. Das ist noch crazy, was es auch Wildkräuter gibt, die man einfach brauchen kann. Ja. Und jetzt kommt meine Erdenlieferung. Darum machen wir jetzt da fertig. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.